Als Notenbibliothekarin ist natürlich die Aufgabe, dass die richtigen Noten zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle sind. Für eine Produktion mit dem Orchester fange ich immer zuerst an zu recherchieren, ob es unterschiedliche Ausgaben gibt. Und wenn ich diese Recherchen gemacht habe, schreibe ich erstmal den Dirigenten oder Dirigentin an. Und wenn wir die Ausgabe entschieden haben, frage ich auch den Dirigenten, ob er eigene Bogenstriche hat. Oder wenn sie keine haben, checke ich, ob wir das Material von diesem Werk tatsächlich schon im Haus haben, was die Philharmoniker schon benutzt haben. Wir haben ja auch noch Noten zurück aus Karajans Zeiten, die immer noch verwendet werden. Der nächste Schritt ist für uns in der Bibliothek zuzusehen, dass die Streicher ihre Bogenstriche in den Stimmen geschrieben hat, damit alle gleich spielen. Diese Striche kommen entweder von dem Dirigenten oder von unserem Konzertmeister. Wenn Konzertmeister und Stimmführer diese Bogenstriche gemacht haben, werden sie von uns in den gesamten Notenmaterial eingetragen. Dieses Jahr hat Sebastian in Baden-Baden die Oper. Wir teilen uns oft die Spielzeit so ungefähr jede zweite Woche auf, weil wir das beides sehr spannend finden, den ganzen Ablauf eines Projekts zu machen. Von dem Kontakt mit den Dirigenten, mit den Solisten, mit dem Orchester bis zum Ende der Produktion. Jeder ist für die Vorbereitung, Organisation und Durchführung auf der Notenseite der Dinge eines Projekts komplett zuständig. Wir sind natürlich kein Opernorchester, das heißt, anders als Opernhäuser haben wir kein Repertoire im Schrank, sondern wir fangen wirklich komplett von einem neu gedruckten Set an. Eine Herausforderung an so einer Opernproduktion ist die Länge. Das ist einfach in der Menge deutlich mehr. Meine eigentliche Arbeit passiert ein bisschen antizyklisch zum Orchester, kann man sagen. Ich bin einmal vor den Proben damit beschäftigt, an den Noten zu arbeiten, Eintragungen vorzunehmen. Und nach den Proben geht dann eben der Austausch mit Kirill Petrenko weiter, um die entsprechenden Änderungen für die nächsten Proben zu übernehmen. Das Orchester sitzt hier im Graben und hier geht es dann eben auch darum, abzustimmen mit den SängerInnen auf der Bühne, auch wenn es an der Stelle vielleicht groß orchestriert ist, dass das Orchester trotzdem den Gesang nicht übertönt und eine gute Balance gewährleistet ist. Das ist dann schon was Besonderes und unterscheidet sich definitiv von unserer Arbeit in Berlin. Das Tollste an meinem Job hier, das ist wirklich mit den Musikern auf diesem Niveau zu arbeiten. Den Fortschritt mitzuerleben und am Ende so ein fantastisches Ergebnis mit anhören zu können, das ist wirklich eine große Motivation. Ja, das ist schon ein Dream come true.